Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Johns MOBA. Heute schauen wir uns mal Fredhaun ein bisschen im Detail an. Da gibt es einige neue Szenen, ein paar kleine Veränderungen und ein paar neue Bausätze, die ich euch auch teilweise nochmal im Detail vorstellen werde. Da haben wir einmal den Leuchtturm inklusive LED-Beleuchtung von Kibri. Wir haben dann nicht ganz maßstabsgerecht, aber trotzdem für einige Szenen später, glaube ich, ganz passend. Von der DGZRS ein Festrumpf-Schlauchboot, wie es so schön heißt. Und zwar ist das eigentlich das Tochterboot von der Hermann Marwede namens Verena. Wird bei mir dann quasi im Einzeleinsatz im Fredhaun die Leute aus dem Wasser ziehen müssen. Und für die Werft, die ich mir überlegt habe, als Erweiterungsmodul schon ein erstes Objekt, und zwar den Hafenschlepper oder wie man den nennen möchte hier. Der hat jetzt tatsächlich eher TT, also wir haben hier quasi einmal eher den 00 Maßstab oder 00 Maßstab aus UK und dann einmal eher TT. Also bewegen uns so ein bisschen rum um H0. Ich hoffe, dass das am Ende nicht zu sehr auffällt, werde ich euch dann nochmal im Detail zeigen. Und ansonsten nehme ich euch jetzt einmal mit in die Hand und zeige euch hier verschiedene Szenen. Was habe ich auch ergänzt, was hat sich getan, weil es ja doch jetzt 2-3 Monate vergangen sind, seit wir das letzte Mal uns Fredhaun auch im Detail angesehen haben. Also, ich hole euch jetzt mal ab und dann legen wir los. So, und jetzt starten wir doch hier gleich mal mit dem größten und auch neuesten Update in Fredhaun. Und das seht ihr hier hinten. Das Meer. Wir haben jetzt keine platte Wand mehr hinter der Anlage, wie ihr seht, sondern wir haben einen Hintergrund. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch so ein bisschen die Perspektive hier. Und wenn ich euch jetzt mal ein bisschen rausziehe, dann seht ihr auch, wie das Ganze hier endet. Abgesehen davon, dass ich finde, das sieht halt echt hammergeil aus. Viel besser, als ich mir das gedacht habe. Aber man sieht ja so richtig die Wellen hier als fotorealistische Tapete. Das Ganze ist eine abziehbare Adhäsionsfolie. Ja, also ich kann hier quasi das Ganze abnehmen, ohne auch die Tapete dahinter zu beschädigen und einfach wieder rankleben und es hält wieder. Gedacht ist das für die Küche und ich verlinke euch das unten einfach mal unter dem Video. Es gibt da ganz, ganz viele Motive, die sind im Regelfall so 2,50 bzw. hier in meinem Fall glaube ich jetzt 3 Meter lang, etwa einen halben Meter hoch. Und jetzt müssen wir mal zugeben, viel besser hätte der Hintergrund für Fredhaun eigentlich gar nicht werden können. Ja, ich hätte das jetzt vielleicht noch anders machen können, dass ich auf eine beleuchtete Acrylplatte quasi dieses Ganze auftrage. Dann könnte ich das Meer noch leuchten lassen abends und per LED vielleicht auch so eine Abenddämmerung reinnehmen. Schauen wir mal. Ihr habt es gesehen, ich kann es ja abnehmen. Also vielleicht gönne ich mir das irgendwann nochmal. Aber für jetzt ist das richtig, richtig gut. Und je nach Winkel sieht das wirklich super realistisch aus. Das ist das eine Update. Dann seht ihr hier das kleine Downscale Ferienhaus, was wir ja auch schon im Review hatten. Das hat eine kleine Fahne bekommen mit Fahnenmast. Wir haben einen Anker im Garten liegen und wir haben jetzt hier einen Gartenzaun, dass die kleinen Schafe aus dem Garten eben auch nicht weglaufen. Und damit ist dann hier diese Ecke quasi abgeschlossen. Was ihr da aber auch seht, und jetzt müssen wir mal gucken, wie nah wir hier im Flugmodus rankommen. Das soll ja auch nicht zu Blair Witch Project mäßig für euch werden. Da haben wir eine kleine Polizeikontrolle. Und zwar ist es ein Viking Volvo 624 in der Version Politi. Das ist ein auf 500 Stück limitiertes Sondermodell. Und dazu 2 kleine, eigentlich Carabinieri. Die habe ich farblich ein ganz bisschen nachbehandelt, also ihnen ihre bunten, blinkenden, goldenen Epauletten und sowas habe ich ihnen weggenommen und sie ganz dunkel angemalt. Ja, die hatte ich noch und die sehen eigentlich ganz passend aus.
Ja, die kontrollieren hier den Verkehr. Dann seht ihr hier, das Stellwerk ist umgezogen in den Abstellbereich. Dafür habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ein paar Boote abzustellen, wie man das ja so macht. Und ich bin am Ausprobieren, das ist noch nicht fertig, deswegen sage ich am Ausprobieren, aber dann seht ihr das mal hier zumindest, wie ich am besten Straßenschilder gestalte. Und das da ist jetzt eine kleine Tackerklammer mit einem ausgedruckten Schild und da steht eben drauf Fredhaun mit dem dänischen Städtesymbol quasi so als Ausfahrt. Ja. Und dahinter seht ihr auch die beiden 60er Schilder. Auch die sind jetzt erstmal nur probiert, um zu gucken, was so die beste Methode ist. Und sobald ich da ein bisschen weiter bin, informiere ich euch. Ja, dann seht ihr da einerseits eine weitere Flagge, die ich gebaut habe und ein paar neue Fahrzeuge, die aus dem Konvolut hier dazugekommen sind. Im Hafen selber gibt es gar nicht so mega viele Updates, außer dass hier überall so ein ganz bisschen Gras habe ich hier so dazu gemacht, so kleine Ecken, dass das so ein bisschen benutzt aussieht. Und wir haben hier einmal das Straßenschild, dass man natürlich jetzt hier aufpassen muss. Dann haben wir hier ein Geländer an der Kurve, weil ich dachte, das ist natürlich im Sinne der Verkehrssicherheit, wenn ich hier reinkomme nach Fredhaun und hier um die Kurve fahre, im Dunkeln am besten, und hier ist nichts, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Fahrzeug hier eben im Hafenbecken landet, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich hier die Kurve gebaut, beziehungsweise das Geländer. Und das Geländer ist eben, wie ihr seht, jetzt auch noch mit so kleinen Warntafeln versehen. Dann seht ihr einerseits hier schon den Rohbau von dem Hafenschlepper, wie groß der ist. Der soll ja später in die Werft kommen. Die Werft wird nicht hier in dem kleinen alten Hafenbecken sein. Und hier seht ihr das Wasserlinienmodell der Verena. Das musste ich auf Wasserlinie umbauen natürlich. Und das passt hier eigentlich ganz gut rein. Aber momentan treibt die Verena hier halt so ein bisschen an den Rand. Was ist noch neu? Wir haben hier ein paar Seehunde. Die liegen jetzt auch nur provisorisch da. Die bekommen noch einen eigenen Seehundfelsen. Dann haben wir hier im rechten Bereich ein neues Einsatzfahrzeug. Zusätzlich zu dem Polizeifahrzeug hier eben noch so ein kleiner dänischer Feuerwehrwagen von Falk, so heißt es ja. Und dann seht ihr hier schon den Übergang zum ersten Modul. Und zwar ist es der kleine Leuchtturm. Den gibt es auch nochmal speziell im Review im Video. Plus das zweite Sommerhaus auf einer Düne. Diese Düne ist natürlich noch abnehmbar und stellt dann eben den Übergang zu dem ersten Modul hier dar. Das seht ihr hier, das ist das da. Das ist diese Hartschaumplatte hier. Das wird das erste Modul. Dann gehen wir jetzt weiter mit dem zweiten Modul. Und kommen dann eben mit der nächsten Hartschaumplatte hier über die nächsten Module immer stückweise weiter. Das ist also der euch bekannte quasi Schattenbahnhof, den ich euch in dem anderen Video von Fredhaun schon mal vorgestellt hatte. Hier hinten jetzt noch so mit Gleisen, die im Nichts enden und so, aber das ist momentan der Stand. Wir haben also hier richtig viel Abstellfläche momentan für Züge. Und ihr seht, die wird auch von meinen DSB-Loks hier schon stark frequentiert. Aber das ist so ein bisschen der Stand. Und wir haben dann hier am Bahnhof noch eine kleine Ergänzung. Und zwar habe ich endlich mal die rechte Seite vom Bahnhof auch bearbeitet. Schauen wir mal den Bus aus dem Weg. Und hier haben wir jetzt auch zumindest erstmal ein bisschen Juvela-Pflaster liegen, was dann auch entsprechend hochgeht. Dann haben wir hier ein paar Plakate und ich kann quasi dann eben nach vorne zur Bahn. Ja. Oder ich parke halt wie die hier in der Gegend. Genau, dann haben wir hier eins der Häuser, was hier nur provisorisch steht. Das wird wahrscheinlich auch noch verschwinden, an dem wird so ein bisschen gearbeitet. Das sind aber alles Sachen, das habe ich hier hingestellt. Ich musste halt irgendwo die Juvela-Steine unterbringen und dachte mir, dann tust du die halt direkt in so einen kleinen LKW rein. Und ihr seht, ich habe hier auch an einigen von den Konvolutfahrzeugen schon so weitere Alterungen vorgenommen. Ja, also hier so ein bisschen
Rost und Dreck, wie eben zum Beispiel hier auch an dem Baustellenfahrzeug, sodass die nicht alle immer ganz geleckt aussehen hier auf der Anlage. Bringt mich auch so ein bisschen zu dem Update hier. Also wir haben einerseits Geländer jetzt hier an vielen Stellen an dem kleinen Güterschuppen bekommen. Ich habe dann nochmal ein bisschen Alterung und Veränderung an Standardgüterwagen von Märklin vorgenommen. Habe da also jetzt ein paar DSW-Wagen draus gemacht. Das war also hier der Standardgüterwagen aus dem Konvolut von eBay, was ich im März mal gekauft hatte. Und den habe ich jetzt gealtert, mit DSB-Decals versehen. Und das gleiche hier mit den Güterwagen auch, sodass wir hier einen wirklich schönen DSB-Zug dann haben. Ja, weiteres Update befindet sich dann hier vorne. Das ist die zweite kleine Polizeiszene mit den anderen ehemaligen Carabinieri, also hier quasi die Motorradstaffel mit 2 Mann und ein weiteres wunderschönes Politi-Fahrzeug, diesmal von Brekina und wirklich hochdetailliert. Deswegen ist das hier auch im vorderen Bereich. Ja, die haben mal wieder den Multiscan erwischt, der hier in die Hecke gefahren ist beim Parken. Ansonsten seht ihr das da auch schon an den Fahrzeugen. Also ich habe jetzt eigentlich alle Fahrzeuge auch mit Kennzeichen versehen, passend, sodass das hier alles ein bisschen realistischer wird. Also ihr seht ja hier der Multiscan LKW, der hat hier das gelbe Kennzeichen und die anderen als Privatfahrzeuge haben die schwarz-weißen alten dänischen Kennzeichen. Ja, und so zieht sich das eigentlich über die gesamte Anlage. Wenn wir jetzt mal hier irgendein Fahrzeug rausnehmen, seht ihr, der hat ein gelbes Kennzeichen und handelt sich eben um ein Nicht-Privatfahrzeug. Ja, ein paar Touristen gibt es auch. Das ist das, was wir dann hier hinten haben. Also zum Beispiel hier, die sind mit dem VW-Bus unterwegs. Und die haben dann ein altes deutsches Kennzeichen. Also wir haben nicht nur Dänen hier auf der Anlage. Das sind so die Details, an denen ich jetzt hier massiv gearbeitet habe. Ihr wisst selber, das macht extrem viel Spaß, ist sehr erfreulich, kostet aber auch ganz, ganz viel Zeit. Und gerade bei den Straßenschildern bin ich da noch nicht so weit, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Dafür habe ich aber so ein paar andere Spielereien natürlich gemacht, was ich euch eben gar nicht gezeigt hatte. Hier dieses kleine Tor, was ihr da jetzt seht. An dem Zaun, da ist noch eine Beschilderung dran. Und wir haben hier die Allmende quasi jetzt auch mit einem Tor versehen, dass die Tiere, die hier auf der Gemeinschaftsweide dann sind, nicht einfach weglaufen können. Und ja, das sind so die Hauptupdates. Bautechnisch hat sich gar nicht viel getan, außer dass ich hier jetzt so eine Abschlussleiste reingebracht habe. Und diese Leiste geht hier eben quasi weiter, sodass das Ganze optisch einfach zusammengehört und man jetzt nicht den Eindruck hat, dass hier einfach irgendwie auf den Regalböden Hartschaumplatten liegen. Macht optisch schon mal einen guten Eindruck. Jetzt fehlt natürlich noch, dass der Hintergrund weitergeht und ja, da hinten soll dann später die kleine Werft hin. Das war es so an Updates von Fredhaun. Ich hoffe, ich habe jetzt keine große Sache vergessen. Ansonsten werde ich die nochmal nachschieben. Aber das ist eben der Gesamtblick jetzt einmal über die gestaltete Anlage, die da später ins Regal eben hinten weitergehen wird, in dem Bereich. Und hier werde ich dann eben auch ausbauen und später vielleicht dann meinen Plan verwirklichen, noch eine zweite oder dritte Schattenbahnhofsebene hier hinzuzufügen. So viel also zum Update Fredhaun. Was hat sich getan? Was habe ich verändert? Wenn es euch gefallen hat, gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.